Moin aus Patagonien. Es ist soweit, wir können genau das sagen, denn in 3 Tagen wird es hier endgültig fertig sein und wir werden am 3. Mai die Antarktis und Patagonien eröffnen. Und wir werden diesmal nicht ein Highlight eröffnen, ein technisches oder ein Naturhighlight, sondern 2, nämlich die Drake Passage und den Perito Moreno Gletscher. Ihr habt in Gerrits Tagebuch ja gerade mit uns beiden schon eine Menge zu diesem Thema gehört, aber wir haben bislang unveröffentlichte Aufnahmen der Entstehungsgeschichte. Und das zusammen mit den letzten wirklich Finish seht ihr heute in einem kleinen Special. So, wie hier im Norden, wenn der Wind bannig bläst draußen, dann nennen wir das eine steife Brise, aber das ist nichts. Dagegen, wenn in der Drake Passage zwischen Südamerika und der Antarktis, wenn da Sturm ist, dann geht's da sowas von ab. Und das habt ihr sicherlich alle mal gehört, so, wenn die Schiffe da unten rumfahren, das ist tatsächlich, dann ist der Captain auf der Brücke und ist wach, weil das ist gefährlich. Und das wollen wir darstellen. Wir wollen hier eine richtig mega 20 Meter Wellen am liebsten mit dem Gefühl, dass man da im Wind steht und so weiter darstellen. Das war die Idee. Und auf dem Weg dahin kam ja auch die Lösungsidee. Das kann man sich so grob wie so ein Klavier vorstellen, wenn man mal in so einen offenen Flügel reingeguckt hat. Da bewegt sich unheimlich viel Mechanik. Und das Grundprinzip abgewandelt auf wirklich die zweitgrößte Maschine, die wir im Miniaturwunderland neben der Startbahn vom Flughafen stehen haben werden. Das seht ihr hier. Ihr seht aber nur die Oberfläche. Und in der letzten Jahrestagebuchfolge, wie gesagt, da habt ihr ja schon mal ein bisschen in die Technik reingeschaut. Aber das war ja nicht alles. Das war der Zusammenbau der Maschine, die aus Südamerika kam hier und sie hat funktioniert. Aber bis dahin war ja noch eine Menge Feinschliff zu machen bis zu dem, was wir hier heute sehen. Nämlich? Es war eine Menge zu tun. Also die Jungs kamen halt her, haben das mitgebracht. Wir hatten bis dato ja nur über Video gesehen. Es sah schon echt geil aus, aber halt nur zweidimensional im Video. Und der Weg war lang und steinig, aber es war absolut genial, was wir halt hier hingestellt haben mit denen. Wir haben immer Step by Step geguckt, immer nur Tag für Tag. Es war erstmal nur ein Aluminiumhaufen, dann war es irgendwann eine bewegende Mechanik tatsächlich. Es wurde halt immer bewusster, bis es dann noch ohne Tuch stand, quasi fertig. Und jetzt hier in komplett fertig mit Tuch. Absoluter Hammer. Es war ein langer Weg, aber ich würde ihn jedes Mal wieder machen. Es ist richtig geil. Am besten schaut ihr euch einfach mal die ganz alten Bilder an, wie Ricardo uns die allererste Idee präsentiert hat. Ich weiß gar nicht, als das hier ankam, dass ganz früh schon Gerd und Tim getestet haben mit dem Beamer und mit Tuch hier, weil für die war natürlich klar, ja geil, coole Maschine, ist mir doch egal, lass die Techniker drum kümmern. Wie kriegen wir die Vision erzählt? Wie kriegen wir das mit dem Tuch? Machen wir es überhaupt mit dem Tuch? Wie kriegen wir das mit den Beamern hin? Davon gibt es schöne Aufnahmen, die seht ihr jetzt. Wir haben jetzt hier die aufwendige Mechanik stehen mit den ganz vielen Metallteilen und sind jetzt am Testen, wie wir dann aus dieser Metallmechanik eine ganz homogene, weiche Wellenmechanik hinbekommen. Und damit man die Metallstäbe und die harte Bewegung nicht erkennt, haben wir dieses Polyestervlies als erste Schicht genommen und als zweite Schicht dann den Deckstoff. Und damit hoffen wir dann ein schönes Wellenbild zu erzielen. Das Knifflige ist und wo wir wirklich viel schon geschwitzt haben und uns Sorgen gemacht haben, wie ist die Optik? Nämlich bei Tagbetrieb und nachts, wenn es dunkel ist. Wenn es dunkel ist, ist es kein Problem, weil da haben wir ganz starke Beamer. Die machen ja eine tolle Wasseroberfläche. Aber was ist es, wenn es hell ist? Wird das dann nach Wasser aussehen oder nach Bettlaken? Okay, dann würde ich mal sagen,
gucken wir mal, wie das mit der Projektion drauf aussieht. Ja, wir sagen, Film ab. Film ab. Und Wassermarsch. Wenn wir jetzt hier noch überall so ein paar kleine Wellen mit rein designen, dann ist auch jedes Mal, wenn die hier rüberfließt, haben wir noch eine Plastizität, richtig. Es ist echt toll geworden. Wir hatten ja das ganz große Problem, wie stellt man stürmische See dar und vor allem noch in Bewegung. Da waren wir lang vor dem Rätsel und da haben wir dann gemeinsam mit Peter und Jorge ganz viel überlegt, wie wir das machen können, und die haben sich da tolle Mechanik und Maschine ausgedacht. Und dann hat von unserem Haus hier Tim dann sich ganz viel Kopfzerbrechen gemacht, wie man denn die Videoprojektion hinbekommt, sodass das auf der Wasseroberfläche und am Horizont im Himmel ein ganz tolles Ergebnis gibt, ne? Oder besser gesagt eine tolle Atmosphäre oder Stimmung. Und ich bin jetzt, das sind ja noch die ersten Ergebnisse, wenn ich die jetzt so sehe, bin ich schon voll begeistert. Denn man hat wirklich das Gefühl, man ist mitten in einer stürmischen See. Es geht um Leben und Tod. Ne? Eine Welle mehr und das Schiff geht unter. Wir haben uns ja verdammt viel vorgenommen. Mit Patagonien, Drake-Passage, Antarktis, das sind ja riesen Flächen. Und die hier in so einen Raum zu bringen, das ist ein sehr kniffliges Thema. Zum einen haben wir in den Bergen die Bergspitzen verkleinert und den Maßstab weit nach hinten geschoben. Aber hier bei der Drake-Passage war es wichtig, dass es trotzdem noch endloser Weite aussieht, sodass am Horizont hinten die Weite zu erkennen ist. Und aber trotzdem das Schiff noch klein gehalten, damit es nur in das ganze Verhältnis reinpasst. Und bei der Antarktis, da haben wir uns natürlich stark reduziert, indem wir versucht haben, 3 Gipfel so zu positionieren, dass wenn man als Gast dran vorbeigeht, dass man immer noch das Gefühl hat, das ist so eine 3D-Bewegung in den Berggipfeln zu sehen. Und man hat dann trotzdem nochmal die Höhe, das Tal, ein Gletscher und natürlich auch der Übergang zum Eismeer. Die Geschichte der Drake-Passage ist eigentlich eine Geschichte des Miniaturwunderlandes, wie es nun mal ist. Es gibt eine geile Idee, wir wollen die haben, ja, machen wir. Und die Lösungen werden auf dem Weg gefunden. So zum Beispiel war ja noch die Lösung zu finden, wie wir die Anbindung machen zwischen Stoff, bewegtem Element und der Landschaft. Und da bin ich sehr zufrieden. Also das war mein skeptischster Punkt und ich bin super zufrieden, wie es geworden ist. Es ist zwar ein kleiner Spalt immer noch zu sehen, der sich öffnet, aber man kann sich das eigentlich als kleine Höhle, als so vom Wasser ausgespülte Furche unter dem Fels vorstellen. Es guckt sich weg. Also da bin ich total begeistert. Und dazu, um diese Anbindung zu machen, weil die Landschaft auch noch ein bisschen angepasst werden musste, musstet ihr ja die Maschine umbauen, ne? Erzähl da mal ein bisschen zu. War das easy? Also eigentlich natürlich ganz einfach. Das ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Aber wir haben tatsächlich die mechanischen Arme einfach tiefer gelegt. Und machen aber die gleiche Amplitude. Die machen die gleiche Amplitude. Wir haben so ein bisschen was rumgezaubert. Aber im Endeffekt waren einfach nur so 3, 4 Lines, die wir tiefer gelegt haben, dass sie drunter lang gehen. Und das war's. Ja, was Arne hier gerade so locker erzählt, hat sich mehrere Tage hingezogen und viel Gehirnschmalz mit Doppelgelenken und was weiß ich nicht. Aber egal, es ist super geworden. So, wir stehen vor unserem nächsten Highlight und auch Naturhighlight, und zwar dem Perito Moreno. Das ist einer der größten Gletscher, die es gibt, und er hat diese spektakuläre Angewohnheit. Er kalbt eigentlich ständig. Kalben heißt, wenn Eis, das schiebt sich nämlich aus den Bergen, also wirklich ganz langsam, aber stetig, das Eis nach vorne, und da kippt es dann irgendwann ins Wasser. Und da war unsere große Herausforderung, es kippt nicht immer gleich. Aber da komme ich gleich zu. Und wir hatten das Problem, die vordere Seite ist aus Resin gefertigt. Das heißt, es muss absolut wasserfest sein und über Jahre halten. Der obere Teil, weil das kann man einfach besser verarbeiten, ist Gips. Und das zusammenzubringen, das hat man in den letzten Wochen, haben wir hier immer geguckt, oh, sieht super aus, aber wie wollen wir das denn hinkriegen, dass wir diese beiden Materialien zusammenkriegen? Und das ist uns auch mittlerweile so geglückt, dass wir hier alle stehen und sagen, wunderbar. Genauso hatten wir immer das Gefühl, als diese Fassade dieses Gletschers alleine stand, dass die viel zu blau ist. Und ich habe mir mal meine Fotos, denn ich war da vor Ort, angeguckt. Und das sieht nicht aus. Aber witzigerweise, jetzt ist gut, dass sie sich alle durchgesetzt haben. Also beide Seiten, die weiße Seite und die blaue Seite. Denn jetzt, wo das zusammengewachsen ist, sieht es sehr, sehr realistisch aus. Wenn ich das mit den Fotos und meiner Erinnerung vergleiche, passt das jetzt. Aber es ist ja nicht nur der Modellbau gewesen, der unheimlich viel geschafft hat in den letzten Wochen, sondern das mechanische Problem war zu lösen, dass ein Gletscher nicht immer so kalbt. Zack, und fällt ins Wasser. Zack, nächste, fällt ins Wasser. Nein, das rutscht mal ab, das kippt mal abrutschen, das geht mal so runter, taucht ein paar Mal wieder auf. Es gibt also kein Abbruch ist gleich. Aber es sind im Endeffekt ja immer 2 Bewegungen. Runter und kippen. Und daraus hatten wir eigentlich, aber das kann Arne am besten erklären, was ihr da für eine Änderung gemacht habt.
Also gekommen ist der Gletscher ja eben auch von Roche und seinen Jungs gefertigt mit 2 Schrittmotoren. Das heißt, eine Steuerung zum Kippen und eine zum Runterfahren. Und damit kann man natürlich total bunt mischen, dass er ein bisschen kippt, ein bisschen fährt, ein bisschen weiter kippt. Du wolltest oder hast sogar für uns programmiert. Ich bin da nicht ganz im Bilde, wie viel du gemacht hast. Leider brauchen wir es nicht. Wir haben es jetzt zum Teil geändert, dass wir einfach nur so eine Mischkippung gleichzeitig starten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das heißt, wir fahren runter und kippen gleichzeitig. Und wir haben ja nur 3 Abbrüche. Zumindest 2, wo Kippen und Runterfahren der Punkt ist. Das wird einfach zeitlich verändert, dass der eine erst mehr fährt und dann kippt, der andere kippt sofort und fährt dann. Und der dritte, das ist noch so ein Highlight, das kennst du auch, glaube ich, noch gar nicht, der taucht auf, also der bricht unten ab, weil auch das passiert natürlich bei echten Gletschern gelegentlich, kann man in den Videos wunderbar sehen, dass eben nicht immer nur, wie Gerrit schon sagt, vorne wegbricht, sondern es bricht halt einfach unten drunter weg und taucht dann vorne rum auf. Auch das haben wir in der Mitte darstellen können. Auch das war wieder ein harter Weg von Roche, als er noch hier war mit dem Installieren, die erste Verkabelung, bis hin, es ist fertig. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ihr euch durchgesetzt habt, weil man muss sich gegen so einen selbstbewussten Programmierer wie mich erstmal durchsetzen. Ich dachte nämlich, ja, die Schrittmotorsteuerung haben wir ja, die mache ich nur ein bisschen hübscher und dann programmiere ich euch was Tolles und dann haben wir da die besten Abbrüche. Nee, weil eine Schrittmotorsteuerung ist übertrieben der Roboterarm. Und das braucht es nicht. Es braucht eine natürliche, gleitende Bewegung und haben sie recht gehabt und ich bin wieder raus gewesen. Wunderbar. Also wir zeigen euch jetzt noch mal ein paar Bilder aus der Vergangenheit, also aus dem Werdegang, und zwar die Verkabelung, ein paar Mechanikversuche, Einfärben des Wassers, Eintrüben des Wassers. Schaut es euch mal an. Wir haben die ganze Steuerung vom Gletscherbeckenrand in die Anlage versetzt. Aufgrund dessen, weil wir befürchten, dass wir durch plemperndes Wasser oder Überschwemmen oder Undichtigkeiten die Technik halt zu viel Schaden nimmt. Deswegen haben wir das jetzt einfach beiseite gesetzt, um ja, da einfach für mehr Sicherheit zu sorgen. Problem ist an der Geschichte, die Kabel sind jetzt alle zu kurz. Deswegen müssen wir alles einmal komplett verlängern und müssen alles einmal neu verkabeln. Ja, jetzt. Nee, das ist schon der Ablauf. Oh, Maus, Maus, Maus. Viel. Zieh die Spannung raus. Er ist wieder hochgefahren. Hä? Was hat denn diese Geräusche verursacht, vermutlich? Das weiß ich noch nicht. Ja, der Aua. Motor ist natürlich blockiert Ja, weil Spannung drauf ist? und ist übergesprungen natürlich, ist klar. Es ist wie zu erwarten, funktioniert es natürlich nicht auf Anhieb. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wo der Fehler liegt. Aktuell ist es so, dass wir den Referenzpunkt halt nicht finden. Das ist ja eine Schrittmotorsteuerung. Und die Motoren müssen alle einmal auf Null gefahren werden, damit die Schritte richtig gezählt werden können. Und das passiert gerade nicht. Deswegen hat er eben wohl auch fälschlicherweise aufgesetzt auf dem Beckenboden, obwohl das gar nicht hätte passieren dürfen.
Die Dichtigkeit haben wir jetzt getestet. Das sind so die Ventile. Im ersten Moment ist alles dicht. Klopf auf Holz, dass das so bleibt. Jetzt geht es halt darum, wie sieht denn tatsächlich dann das Wasser in der Einfärbung aus im Vergleich mit dem Gletscher. Weil so richtiges Gletscherwasser ist so ein bisschen türkis. Ich habe jetzt hier ein hellblau. Das wäre so zu prüfen, plus mit der Überlaufkante. Man sieht schön diese Infinity Edge, wie wir sie nennen. Das sind so die beiden Haupttests, die ich mache. Farbe und Kante bei fertiger Scheibe. So, das sind die beiden großen Highlights. Wir haben ja noch ganz viele andere hier. Und daraus gibt es ein Video. Impressionen aus Patagonien und Antarktis, was wir pünktlich zur Öffnung am Mittwoch dann auch launchen werden. Freut euch drauf. Ich habe schon ganz viele Bilder gesehen, die werden sensationell. Und wir geben jetzt Gas, weil wir haben ja nur noch 3 Tage. Das wird eng, aber wir schaffen das. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.